Ja, meine Freunde, was geht ab? Die Seminararbeit habe ich endlich abgegeben, also habe ich Zeit für ein neues Video und im heutigen Video geht es um Shanks und die Frage, wer könnte dessen Vater sein? Wie die meisten von euch wissen werden, wiederholt der gute Oda gerne mal einzelne Storystränge in unserer Handlung und mir ist eine interessante Parallele aufgefallen, die ein Hinweis darauf sein könnte, dass Shanks der Sohn des Kapitäns der legendären Rocks-Piratenbande, zu der ja anscheinend auch Kaido und Big Mom gehörten, sein könnte. Aufbauend auf dieser Wiederholungstheorie spiegeln wir das Ganze zudem noch auf die Zukunft um Ruffy und sehen uns die Auswirkungen einer solchen Story-Wiederholung an. Am Ende des Videos würde ich mich über eure Meinung in Form von Daumen hoch oder Daumen runter freuen und wir können natürlich in den Kommentaren diskutieren. Jetzt aber erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem Video. Let's go! Die Frage nach Shanks Herkunft gehört für mich, wie für viele von euch wahrscheinlich auch, seit Beginn der Story zu den interessantesten Geheimnissen rund um den Charakter Shanks. Im Verlauf der Story steigerte sich mein Interesse daran immer weiter, da wir immer mehr demonstriert bekamen, wie mächtig der Yonko Shanks überhaupt ist. Da es in der One Piece Welt sehr oft um das Emporkommen einer neuen Generation geht und eine Ablösung von etwas Altem, kam es bisher schon öfter zu familiären Beziehungen, die wichtig waren. Ace zum Beispiel ist der Sohn vom letzten Piratenkönig Goldie Roger, Lolas Mutter entpuppt sich auf einmal als die Kaiserin Big Mom, Momonozukes Vorfahren sind die Erschaffer der Pornoglyphe, Ruffys mysteriöser Vater ist auf einmal der Anführer der Revolutionsarmee und bei den meisten Routen kennen wir noch nicht mal die Elternteile. Oder lässt sich hier sehr geschickt bei Charakteren, die eigentlich seit längerem bekannt sind, Storystränge offen, die er entsprechend füllen kann, um dem jeweiligen Charakter nochmal eine entsprechende gewisse Tiefe zu geben. Dass er dieses Stilmittel, also die Offenbarung von bedeutsamen Elternteilen, nicht überstrapazieren sollte, das weiß der gute Oda natürlich auch, da es ansonsten irgendwann den Reiz und die Spannung verlieren würde. Daher wird er sich ganz genau überlegen, welche Charaktere auf diese Art und Weise inszeniert. Bei Shanks war ich mir lange Zeit unsicher, wie Oda es handhaben würde und bin auch jetzt noch nicht zu 100% entschieden. Auf der einen Seite fände ich es irgendwie schön, wenn ein Charakter aus belanglosen familiären Verhältnissen durch seinen puren Willen und entsprechende Eigenschaften einen solchen Weg gehen könnte und bis zum Kaiser aufgestiegen wäre. Zudem bewegen wir uns momentan schon an der Grenze, meiner Meinung nach zumindest, der spektakulären Inszenierung von unbekannten Elternteilen wie bei Sanji und so weiter. Aber Leute, es ist mir natürlich auch klar, ein solch wichtiger Charakter wie Shanks, der sowohl für unseren Hauptprotagonisten Ruffy als auch für die Welt von One Piece generell eine so entscheidende Rolle einnimmt und schon seit Anfang an dabei ist, solch ein Charakter ist schon sehr prädestiniert für eine spektakuläre Herkunft bzw. Familie. Daher entstanden ja auch schon einige Theorien, nach denen Shanks mit Roger verwandt wäre über mehrere Ecken oder zumindest einen D-Namen hat und so weiter, aber darauf will ich heute gar nicht eingehen. Alleine die Tatsache, dass er das Königshaki beherrscht, ist zwar kein Beweis, aber schon irgendwie ein Indiz dafür, dass seine Eltern keine No-Names waren und wahrscheinlich noch in die Story eingeführt werden. Viele Theorien kamen in den letzten Wochen noch auf, dass der geheimnisvolle Herrscher der Welt, der von den 5 Weisen Imo genannt wurde, Shanks Vater sein könnte, doch ich bin da anderer Meinung. Ich denke, dass Shanks der Sohn des Kapitäns der legendären Rocks-Piraten sein könnte und berufe mich hierbei auf die Wiederholungstheorie, nach der Oda immer wieder Elemente aus der bisherigen Story auf die aktuellen Geschehnisse reproduziert sozusagen. Beispiele hierfür gibt es genug, sodass ich jetzt direkt zu der von mir zusammen kombinierten Parallele komme. Gehen wir mal davon aus, ich liege richtig und Shanks ist der Sohn des Kapitäns der Rocks-Piraten. Dieser Kapitän wurde, wie wir in den letzten Chaptern erfahren haben, vor 40 Jahren von Garp besiegt und hat sich seitdem zurückgezogen. Er wurde nicht getötet, Leute, da Garp niemanden töten würde und sonst nicht die Befürchtung existieren würde, dass sich diese aufgelöste Bande neu formieren würde. Wenn sich dieser Kapitän also vor 40 Jahren nach der Niederlage gegen Garp zur Ruhe gesetzt hat, also seinen Piratenhut sozusagen an den Nagel gehängt hat und auf irgendeine Insel zurückgezogen hat, zum Beispiel in den West Blue, könnte ihm dort der Wunsch nach einer Familie gekommen sein und er könnte eine Frau kennengelernt und diese geschwängert haben. Der rote Shanks ist heute 39 Jahre alt, was zeitlich genau passen würde. Zwar müsste der legendäre Kapitän zu diesem Zeitpunkt schon mindestens ca. Ende 40 gewesen sein, aber bei Männern, Leute, das wisst ihr, ist das Alter ja nicht so entscheidend wie bei Frauen und deren biologischer Uhr, also ist es vom Faktor Zeit auf jeden Fall möglich und auffällig passend, meiner Meinung nach. Der Sohn dieses Piraten, also Shanks, entschließt sich,
bereits in jungen Jahren auf See zu fahren und Pirat zu werden. Ob er vorher bereits alleine unterwegs war oder ob er direkt an Bord der Roger-Piraten mitgenommen wurde, ist für diese Theorie hier erstmal irrelevant, Leute. Jedenfalls haben wir hier die Situation, dass der Sohn des ehemals stärksten und gefährlichsten Piraten, also dem Kapitän der Rocks, der gezwungenermaßen seine Piratenzeit beenden musste, in der Crew von ausgerechnet dem Piraten anheuerte, der als der neue, stärkste Pirat auf See galt, also Roger. Die Frage ist, ob Roger von Shanks familiärer Herkunft wusste oder einfach aus anderen Gründen dessen Talent und Potenzial erkannt hat. Eine identische Situation ereignete sich viele Jahre später erneut. Der aktuelle stärkste Pirat der Welt, Goldie Roger, muss gezwungenermaßen abtreten, zwar nicht durch eine Niederlage im Kampf, aber aufgrund seiner Krankheit stellt er sich freiwillig. Kurz davor lernt er Puma die Rouge kennen und zeugt mit dieser einen Sohn, Ace. Ace trägt den Nachnamen seiner Mutter und entschließt sich irgendwann als Pirat zur See zu fahren, wo er nach einiger Zeit auf Whitebeard trifft und in dessen Crew aufgenommen wird. Da Whitebeard zu Rogers Lebzeiten diesem ein Unentschieden abtreten konnte, wie wir wissen, ist davon auszugehen, dass er nach Rogers Ende der neue, stärkste Pirat der Welt war. Doflamingo beschrieb es in etwa so, dass nach Rogers Tod Whitebeard quasi immer eine Hand am Thron des Piratenkönigs hatte, auch wenn er nie nach diesem Ziel strebte. Whitebeard wusste zunächst nicht davon, dass Ace der Sohn von Roger war, und als Ace ihm dieses Geheimnis offenbarte, lachte Whitebeard nur und erklärte ihm, dass es keine Rolle spielen würde, woher man stammt. Wir haben hier also eine Parallele zwischen Shanks und Roger sowie Whitebeard und Ace. Die Story rund um den Crewbeitritt hat sich also wiederholt. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel ihr das Ganze betrachten wollt, Leute, ist die Situation zwischen Ace und Whitebeard chronologisch betrachtet die Wiederholung zu der Situation zwischen Shanks und Roger. Wenn man es nach dem Moment der Information der Leser wertet, wie wir jetzt mal, ist es dementsprechend umgekehrt. Der aktuell stärkste Pirat der Welt tritt ab und dessen Sohn landet später ausgerechnet in der Crew des Nachfolgers auf dem Thron, sozusagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Roger damals irgendwann von Shanks Herkunft erfahren hat, vielleicht von diesem selber oder durch irgendeinen anderen Informanten, aber dass er diesem, genau wie Whitebeard bei Ace, nicht nur keine Schuld zugewiesen hat oder sonstigen Groll gehegt hat aufgrund der einstigen Rivalität zu dessen Vater. Nein, Leute, sowohl Roger als auch Whitebeard förderten den Sohn ihres ehemaligen Rivalen mit besonderer Fürsorge. Überlegt doch mal, Roger gab Shanks seinen geliebten Strohhut und, wie ich in meinem letzten Video bereits thematisiert hatte, setzte er meiner Meinung nach seine Hoffnung in Bezug auf die Suche nach dem Auserwählten in den jungen Shanks. Whitebeard hingegen akzeptierte Ace nicht nur in seiner Crew, sondern machte ihn erst zum Kommandanten der 2. Division und wollte ihn insgeheim auch noch zum nächsten König der Piraten reifen lassen. Dieses Verhalten ist aus meiner Sicht eine Art von Respektsbekundung zwischen ehemaligen Rivalen in der alten Ära, was ich persönlich sehr korrekt finde. Dazu gehören nicht nur die genannten Piraten, sondern auch ein Garb, der sich ja ebenfalls um den Sohn, also Ace, seines Rivalen Rogers kümmerte. Für den Fall, dass Shanks wirklich der Sohn des ehemaligen Kapitäns der Rocks-Piraten sein sollte, ist das Ganze hier in meinen Augen eine sehr offensichtliche Parallele und ein gutes Beispiel für die von Oda oftmals praktizierte Wiederholung von einzelnen Storysträngen. Im Umkehrschluss kann diese entsprechend entstehende Parallele ein wichtiges Indiz darauf sein, dass meine Theorie über die Antwort auf die Frage nach Shanks Vater wahr werden könnte. Ich bin jedoch mit meiner Wiederholungstheorie noch nicht so ganz am Ende angelangt, denn ich habe diesen Gedanken, also diese Parallele, die ich entdeckt habe, die ich euch eben vorgetragen habe, mal etwas weiter gespinnt. Wir kennen den Kapitän der Rocks-Piraten als stärksten Piraten seiner Ära. Dessen Sohn Shanks heuert bei dem stärksten Piraten der neuen Ära Goldie Roger an. Dessen Sohn Ace heuert wiederum bei Rogers Nachfolger Whitebeard an. Doch wie geht's weiter? Es geht um Edward Weevil, seines Zeichens mittlerweile einer der 7 Samurai der Meere und eigener Aussage zufolge der leibliche Sohn von Whitebeard. Die Frage ist natürlich, ob er tatsächlich der leibliche Sohn von Whitebeard ist oder nicht. Oda hat auf eine entsprechende Leserfrage schon sehr ausweichend geantwortet und auch das aktuelle Chapter gibt nur bedingt neue Aufschlüsse, da der gute Marco zu diesem Thema nur sagte, dass er keine Ahnung von Whitebeards früheren Frauengeschichten hat. Jedoch weiß, dass Weevils Mutter Bucking früher mit Whitebeard auf einem Schiff war, was nach wie vor für mich kein Beweis für oder gegen eine mögliche Vaterschaft von Whitebeard ist. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das Ganze seht. Denkt ihr, Weevil ist der leibliche Sohn von Whitebeard? Ich habe da noch so meine Zweifel, aber ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Ich gehe für meine folgenden Gedankenspiele einfach mal davon aus, dass er tatsächlich der Sohn ist und versuche mal die Wiederholungstheorie von vorhin auf ihn zu übertragen. Demzufolge müsste der Sohn des stärksten menschlichen Piratens, also Whitebeard, in der Crew von dessen Nachfolger landen. Doch hier entwickelt sich leider folgendes Problem.
Nach dem Marineford-Krieg und dem Tod von Whitebeard entstand totales Chaos in allen Bereichen der Welt und die sonstige Dreimacht verlor ihr Gleichgewicht. Für mich entstehen hier daher zwei mögliche Szenarien, die diese auf der Parallele beruhende Theorie der Wiederholung hervorbringen könnte. Szenario 1. Nach Whitebeard hat Blackbeard neben dessen Teufelsfrucht auch dessen Platz als Kaiser eingenommen, indem er Marco und Co. besiegte und zudem die ganzen Territorium, außer dieser einen Insel, der Whitebeard-Piraten im Schnelldurchgang eroberte. So gesehen hat Blackbeard Whitebeard abgelöst. Zudem braucht die Blackbeard-Crew der weit verbreiteten Crew-Parallelen-Theorie zufolge noch 2 weitere Mitglieder, um auf insgesamt 13 zu kommen. Was dieser Theorie nach, und an diese Theorie glaube ich mit Sicherheit, Leute, auch die Endanzahl der Strohhut-Crew sein wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mir sicher, dass die letzten beiden noch unbekannten Crewmates der Blackbeard-Crew spektakuläre Neuzugänge sein werden, zu denen ich ein Weevil durchaus zählen würde. Die Frage ist halt, ob es passen würde, da Blackbeard bei seinen Untergebenen vor allem auf deren Stärke und Nutzen für ihn persönlich und seine Pläne achtet, wäre ein Weevil auf jeden Fall willkommen. Er ist laut der Aussage mehrerer Charaktere ein echtes Monster, das heißt, er sei wie ein junger Whitebeard von der Stärke her, und das wäre schon ziemlich krass, Leute. Und egal wo er jetzt auch im Endeffekt landet, ich will ihn auf jeden Fall mal kämpfen sehen, weil er muss ja dann richtig krass sein. Abgesehen von der Stärke wäre er und sein Status auch und die damit verbundenen Privilegien als Samurai der Meere mit Sicherheit nützlich für Blackbeard, wie wir auch schon auf Marineford gesehen haben. Und zu guter Letzt, mal ganz ehrlich Leute, Blackbeard versucht halt schon irgendwo die Stärken der Crew oder der ehemaligen Crew von Whitebeard für sich zu kopieren oder zu übernehmen. Er wollte Ace Feuerfrucht, er wollte mit Sicherheit auch Markus Phönixfrucht und hat sich selbst schon Whitebeards Nebenkraft gesichert. Eine jüngere Version seines ehemaligen Kapitäns, also dessen Sohn, in seiner Crew zu haben. Ich glaube, das wäre für Blackbeard sicher reizvoll und vielleicht sogar eine Art Genugtuung und Trophäe gegenüber Whitebeard. Allerdings gibt es natürlich auch einige Punkte, die dagegen sprechen würden, dass es zu solch einer Kombination kommt. Weevil sucht angetrieben von seiner Mutter nach dem Erbe seines Vaters, welches jedoch laut Marco nicht existiert, da Whitebeard seine erbeuteten Gelder stets an seine Heimat gespendet hat. Wenn er auf den Mörder seines Vaters treffen sollte, also auf Blackbeard, bin ich gespannt, wie er reagiert. Ich bin mir sicher, dass er in jedem Fall feindlich gegenüber gesinnt wäre. Vielleicht betrachtet er auch die Teufelsfrucht seines Vaters irgendwann als sein Erbe und es kommt sogar zum Kampf mit Blackbeard. Anderenfalls müsste Blackbeard vor allem Bucking überzeugen, da diese massiven Einfluss auf den etwas primitiv erscheinenden Weevil besitzt. Sollte er ihr eventuell Reichtum versprechen und Macht und Weevil dabei helfen, die restlichen Whitebeard-Piraten aufzuspüren, könnte es vielleicht zu einer Zweckallianz oder vielleicht sogar zum Crewbeitritt kommen. Ich bin da jedoch noch etwas skeptisch, Leute, da Weevil zwar stärketechnisch und von der Symbolik her zu Blackbeards Crew passen könnte, jedoch wissen wir viel zu wenig über ihn als Charakter und ich kann ihn mir in dieser Crew irgendwie nicht so recht vorstellen. Aber andererseits geht es mir bei so ziemlich jedem anderen potenziellen Blackbeard-Neuzugang, den ich egal in welchem Video oder Forum mal gelesen habe, genauso. Also will ich mich da noch nicht so recht festlegen. Schauen wir uns daher lieber mal Szenario 2 an. Wenn man so betrachtet, dass es nach Whitebeard, der ja wie gesagt immer eine Hand am Thron hatte, ohne es zu wollen, keinen neuen eindeutigen Piratenkönig mehr gibt, müsste man abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn wir davon ausgehen, dass unser Hauptprotagonist Ruffy der zukünftige und vor allem der nächste König der Piraten sein wird, würde die Wiederholungstheorie von vorhin demzufolge darauf hinweisen, dass Edward Weevil statt in Blackbeards Crew in Ruffys Crew, also zu den Strohhüten, kommt. Da auch hier noch 3 Mitglieder bis zur Endformation von 13 fehlen. Auch hier müsste man schauen, ob es passt, Leute. Dazu müsste man wie gesagt abwarten, welche Tiefe und Persönlichkeit der Charakter des Edward Weevils im Verlauf der Story so erhält. Damit meine ich nicht, ob er gegen Ruffy kämpft oder nicht, Leute. Das ist mir persönlich und auch für die Story eigentlich komplett scheißegal. Viele Antagonisten haben wir schon gesehen, die zu Verbündeten oder, wie zum Beispiel Robin, sogar zu Crewmitgliedern wurden. Denn wenn Oda deren vorherige Taten durch entsprechende Vorgeschichte rechtfertigt, ist das okay und lässt den Charakter in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ich bin mir da allerdings noch nicht so sicher, ob es zu so einem Fall kommen wird bei Edward Weevil. Er wirkt zwar dümmlich und könnte auch nur durch die Manipulation seiner bösen Mutter so aggressiv und rachsüchtig geworden sein, aber ob er so 100% in die Crew passt, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Man müsste ihm halt zum Beispiel ein eindeutiges Lebensziel geben und so weiter und zwar ein anderes Ziel als alle töten, die ihm nicht das geben, wonach er sucht. Von der Stärke her fände ich ihn auf jeden Fall geil, so für die Gesamtkampfkraft der Strohhüte, weil ich bin ein Fan davon, dass die Kampfkraft einer Crew immer weiter wachsen sollte und auch, ich finde, für die neue Welt müssen die auf jeden Fall noch zulegen. Allerdings bringt er auch auf der anderen Seite das Gefüge durcheinander,
Daher, wenn er wirklich so stark ist wie ein junger Whitebeard, sicher nicht irgendwie Mittelmaß der Crew wäre. Weil ich glaube nicht, dass die restlichen Strohhüte alle so krass werden. Zusammenfassend kann man also sagen, Leute, dass die Wiederholungstheorie in Bezug auf Weevil in dem Fall nur bedingt sinnvoll erscheint. Zwar wäre es nice, wenn solch ein spezieller Charakter mehr Screamtime bekommen würde, doch kann ich mir persönlich ihn weder bei den Strohhüten noch bei den Blackbeard-Piraten so richtig vorstellen, was aber vielleicht auch daran liegt, dass man so ein eingemeißeltes Bild von diesen Crew hat irgendwie, also ich zumindest, wenn das ein noch bisher unbekannter Charakter wie Weevil nun mal ist, Stand jetzt einfach noch nicht so recht reinpassen kann. Zu Weevil generell, ich könnte mir vorstellen, dass er nach der Aufklärung samt Kampf gegen Ruffy und oder Kampf gegen Marco am Ende, losgelöst von seiner Mutter, durchaus zu den Guten gehören könnte, Leute, falls er wirklich der Sohn von Whitebeard ist. Und vielleicht kommt er zu der Einsicht, dass er dessen Erbe in der Insel oder in dem Dorf sieht, wo sich Marco aktuell befindet und dieses dann auch zu schätzen weiß und es vielleicht als seine neue Heimat und als seine Bestimmung ansieht, ein solches Land vor Eindringlingen zu beschützen und dort auf der Insel verweilt. Ja Leute, da sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Was haltet ihr von der von mir aufgedeckten Parallele zwischen Shanks und seinem Vater mit Roger, Whitebeard und Ace? Ich fände eine solche Parallele durchaus möglich und auch irgendwie passend zum Stil von Oda. Die doppelte Wiederholung, also auch noch die Spiegelung auf Whitebeards, eventuell so ein Weevil und dessen neuer Crew, also die Blackbeards oder die Strohhüte, ist für mich, für unseren aktuellen Wissensstand aktuell zu diesem Charakter zwar interessant und wäre auf jeden Fall spektakulär, egal in welche Richtung es laufen würde, aber insgesamt eher fragwürdig und auch unwahrscheinlich. Was haltet ihr von meiner Analyse? Schreibt es mir in die Kommentare und bewertet das Video mit Daumen hoch oder Daumen runter. Kritik ist immer gerne gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, ciao und tschüss meine Freunde.